Wenn man eins in Ljubljana richtig gut machen kann, dann ist es auf jeden Fall Essen. Megamäßigste Rennstrecke. Das beste Mango-Sorbet der Welt. Was für ein geiles Sträßchen. Hier ist dann Schotter. Vielleicht stelle ich mich auch noch ein bisschen zu sehr an. Ja, guten Morgen. Heute fahren wir zur Hauptstadt nach Ljubljana. Da gibt es dann 2 Tage Sightseeing und dann geht es weiter Richtung Osten. Der 4. Teil meiner Slowenien-Tour startet in Idrija. Auf Wiedersehen, schönes Idrija. Eine sehr nette kleine Stadt. Ein bisschen froh bin ich ja schon, dass ich jetzt nicht mehr in den Julischen Alpen unterwegs bin. Da ist wahrscheinlich jetzt am Sonntag bei dem Wetter die Hölle los. Nicht nur An- und Abreise, sondern halt auch einfach auch alle Leute, die für ein Wochenende oder so mit Motorrädern, Autos oder sonst so in die Berge fahren. Das ist auf jeden Fall ein absoluter Hotspot. Also ich meine, das Sotschertal, mal Teile von gesehen, aber das Sotschertal mit den Wasserfällen, dem Vrisic-Pass, das mache ich entweder auf dem Rückweg oder halt ein andermal. Das ist einfach zu viel, das ist einfach zu voll. Wobei ich ja sagen muss, ich mag die Africa Twin mittlerweile wirklich sehr gerne. Ich habe sie liebend gelernt, aber es war eine längere Lernphase. Boah, geht das hier hoch, 13 Grad Steigung. Das war nicht lieber auf den ersten Blick. Aber ich würde mir wahrscheinlich auch nie wieder so ein schweres Motorrad zulegen. Weil das dann doch einfach vom Handling ja viel angenehmer ist, wenn die Dinger halt einfach nichts wiegen. Was für ein geiles Sträßchen. Ich weiß dann immer nicht, was schöner ist. So richtig Schotter oder so eine kaputte Asphaltstraße. Meine kaputt ist die nicht. Das ist hier schon echt mega entspannt zu fahren. Es ist halt einfach nur eng, man sieht so nichts. Kommt zwar einem wahrscheinlich so gut wie keiner entgegen, aber die denken natürlich auch, dass einem so gut wie keiner entgegenkommt. Hier kurvig. Dafür, dass die Straße dann oben so scheiße ist, haben sie die hier einfach mal irgendwann schön ausgebaut. Nach dem ganz kleinen sind wir gerade wieder auf die Hauptstraße abgebogen. Die Hauptstraße hier ist ja die megamäßigste Rennstrecke. Langgezogene Kurven, neuer Asphalt, dass hier so wenig los ist. Ja, wahrscheinlich fahren die alle da irgendwie oben in die Alpen. Klein, Rennstrecke, klein, diesmal wirklich klein. Oh. Und hier ist dann Schotter.
was nicht gewohnt ist. Da hätte man drehen können. Aber das ist wirklich nur so ein Abschnitt Schotter. Da hätte mir gar keine Gedanken machen müssen. Nach kurzer Pause habe ich mich jetzt doch gegen die Schotterauffahrt da links entschieden. 24 Kilometern. Das ist nochmal so eine Detour, nochmal so ein Abzweig. Den schauen wir uns an. Und mal gucken, wenn ich finde, dass der halt so ein bisschen mehr danach aussieht. Ich fühle es heute nicht. Das ist außerdem mit dem schwer beladenen Motorrad und so ganz ohne irgendwen. Die kleinen Straßen sind zwar richtig geil, ich habe richtig Bock, Schotter zu fahren. Aber wenn das halt so ganz weit weg ist, ins JWD. Richtige Enduristen würden jetzt wahrscheinlich sagen, ja, das ist doch alles. Ja, das stimmt, aber ich kann das halt nicht. Und die letzten Erfahrungen in Rumänien waren halt eher so, dass man das eher nochmal üben muss. Dafür wartet die Strecke hier allerdings auch mit einem Kieren Eldorado auf. Also soweit kann man auf jeden Fall sagen, das war jetzt die richtige Entscheidung, jetzt nicht irgendwo auf einer Schotterpiste rumzuhängen. Die Aussicht hier, das Panorama hier, kleines Örtchen, Kirche, dann hier der Blick ins Tal. Sieht man jetzt auch so gut wie keine Touristen mehr, beziehungsweise habe ich noch gar keinen gesehen. Also außer dass es vielleicht ein paar Leute auf den Fahrrädern sein könnten, aber noch kein Kennzeichen gesehen. Was nicht slowenisch war, noch keinen Motorradfahrer gesehen. Ja doch, bei Italiener. Ein paar Motorradfahrer waren es doch. Aber touristisch fast gar nichts. Wenn ich Sonntag wäre, hätte man hier wahrscheinlich die gesamte Strecke für sich. Von Idrija führt mich meine Route über kleine und kleinste Straßen und dann weiter über geile, kurvige Bergstraßen. Irgendwo an einer Bank mit Blick ins Tal mache ich halt zum Mittag. Ich liebe diese Brotzeiten. Irgendwo am Straßenrand, manchmal trifft man noch andere Biker. Es braucht nicht viel, um glücklich zu sein. Ich bin hier gerade in den letzten Zügen von meinem Mittag. Brot ist hier. Da steht das Motorrad. Aussicht ist top. Ist echt grandios hier, da gerade in die Ebene rüber. Super schön. Ja, das mit dem Schotter, das ist heute irgendwie, ich fühle es heute nicht, das macht keinen Spaß irgendwie. Und ich meine, die Straßen hier sind super easy, also wahrscheinlich sieht man es jetzt auf der Aufnahme überhaupt nicht, aber wenn man hier so runter guckt, da diese Straßen, ja, das kannst du fahren, das ist jetzt kein Ding, aber ich habe halt noch nie ein Offroad-Training gemacht. Und nach den letzten Erfahrungen in Rumänien, sagen wir so, da ist man vorsichtig geworden. Hier ein Stück weiter südlich ist noch eine der schönsten und größten Felsenburgen Europas. Die habe ich aber schon auf einer früheren Reise mal besucht. Aber dafür geht es jetzt dann heute weiter nach Ljubljana. Und da gibt es noch ein paar schöne Highlights. Und dann weiter Richtung Nordosten, Richtung Maribor. Das ist hier schon echt eine faszinierende Region.
Also ganz Slowenien, ich bin immer wieder begeistert von diesem Land. Es ist einfach, es hat so von allem ein bisschen und es ist einfach schön. Es ist geiles Wetter. Hier hast du die Berge drumherum. Kleine Orte, kleine Kirchen, viel noch ursprünglich. War jetzt halt auch nicht irgendwie unmodern oder sowas. Überall ist Internet, überall ist Empfang. Das hat immer so ein bisschen sowas, wie soll man sagen, Verwunschenes will ich gar nicht sagen, sondern es hat so ein bisschen fast so Mittelalter-Vibes. Das gleiche Gefühl hatte ich in Istrien auch schon mal, dass da ist überall so eine kleines Dorf auf irgendeinem Hügel mit einer Kirche. Oh, hier ist auch noch so eine verfallene Burg. Mal ein Herrenhaus. Oh, könnte schon eine Burg sein. Und das hat sowas. Einfach Schönes. Da stehen so ein paar Camper. Die Kirchen hier sind auch noch mal schön. Das ist auch wieder so ein bisschen eine andere Art, als sie in Italien dann gebaut werden. Und das war's auch schon mit Czernica oder Czernica. Berge. Richtung Ljubljana werden die Straßen dann wieder größer und man kann es etwas fliegen lassen. Vom Spaßfaktor und der Abwechslung her ist Slowenien ein Traumland zum Motorradfahren. Ja, ich hatte eigentlich nur ein bisschen Kurven auf den letzten Metern zu Ljubljana geplant, aber jetzt ist der Abzweig wieder nur Schotter. Aber diesmal ist es halt nicht so ein random Abzweig irgendwo in den Wald. Ich meine, hier ist ein Straßenschild und hier geht es irgendwo zu so einer Hütte. Ich habe noch so einen Local gefragt, das ist irgend so ein Café-Ding, wo halt so Wandertouren starten können, also oder wo man halt eben zum Wandern hinfahren kann. Vielleicht stelle ich mich auch noch ein bisschen zu sehr an, aber das machen wir jetzt. Easy. Vor mir ist hier auch gerade ein deutscher GS-Fahrer reingefahren, als ob das halt das Selbstverständlichste der Welt wäre. Ich glaube, da muss man sich gar nicht anstellen. Aber nach den Erfahrungen in Rumänien, wo das auch erst so losgeht und dann schnell zu einem Waldweg wurde und dann Stöcker und Steine und dann Geröll und dann alles Mögliche, war man irgendwie so gebranntes Kind. Aber hier ist es ja mega entspannt. Geht es nicht mal großartig rauf und runter. Und ist sogar breit. Kannst du sogar umdrehen. Okay, also das macht auf jeden Fall mehr Spaß als die Tour in Rumänien. Das ist auf jeden Fall noch ein entspanntes Stück, um sich wieder ein bisschen mehr an Schotter zu gewöhnen.
herrlich hier. Der Blick auf die slowenischen Alpen. Und darunter sieht man sich schon, wie sich Ljubljana erstreckt. Ist auch keine riesige Stadt, aber auf jeden Fall eine sehr schöne Stadt. Und wir sind ja halt so mitten in der Ebene. Und haben halt die Berge ringsrum. Ist echt toll. Fetter Decathlon, Lidl, Möller, C&A. Wir nähern uns einer internationalen Großstadt. Eine Mall jagt die nächste. Aber auf dem Sonntag ist hier natürlich nichts los. Das scheint mir jetzt so der erste Speckgürtel zu sein. Das muss ich auch immer wieder bei Ljubljana feststellen. Immer wenn man hierher fährt, man hat irgendwie nie das Gefühl, in eine Großstadt zu fahren. Also, es ist ja auch keine so riesige Stadt, aber man hat auch nicht so das Gefühl, in so eine Stadt zu fahren. Es ist einfach irgendwie jetzt hier noch so nett und beschaulich. Und dann ist die Stadt halt irgendwann einfach da. Und jetzt sind wir richtig in Ljubljana. Eine der Hauptbrücken hier. Ich glaube, es war ganz schlau, dass ich so verhältnismäßig früh jetzt hier reingefahren bin. Seit 10:03. Um erstmal die ganzen Tagesausflügler von den Seen und Bergen und Wandern und sonst sowas zurückkommen. Dann wird der Verkehr hier wahrscheinlich sehr, sehr voll werden. Ich finde das auch irgendwie so nett. Ljubljana hat auch so einen ganz eigenen Charme, das fast ein bisschen ist sehr ähnlich wie Prag. Mit so schicken Altbauten, zum Teil schon neu renoviert, saniert. Und dann aber immer wieder dazwischen noch so Sowjet Klotzdinger. Also hier geradezu ganz fantastische Altbauten in Weiß und Grün. Mir scheint Union Brauerei. Es ist mittlerweile 5:20 oder so. Es hat dann doch noch alles länger gedauert, bis ich mich sortiert habe. Aber jetzt bin ich auf dem Weg Richtung Innenstadt. Ich weiß schon, es gibt einen sehr, 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 sehr schönen, guten Marokkaner, der eine ausgezeichnete Falafel macht. Es gibt natürlich auch was mehr Lokaleres, aber auch ein paar ganz gute Burgerläden. Die meisten Highlights kommen natürlich morgen, aber wir werden heute Abend auf jeden Fall jetzt erstmal was Leckeres zu futtern finden. Ljubljana bildet das politische, wirtschaftliche und kulturelle Zentrum Sloweniens. Die Stadt mit ihren knapp 300.000 Einwohnern ist für mich immer wieder ein Juwel. Man kann den Namen wohl nicht umsonst im Slowenischen aus den Worten für geliebte Stadt herleiten. Ihre Geschichte geht bis auf 3000 vor Christus zurück. Pfahlbauten im Laibacher Moor markieren die ersten bekannte Besiedlung. In offiziellen Dokumenten wurde die Stadt erstmalig um das Jahr 1000 nach Christus erwähnt. Wenn man eins in Ljubljana richtig gut machen kann, dann ist es auf jeden Fall Essen. Drüben am Fluss, ein Stück darunter, da wo es noch immer richtig touristisch ist, da kann man auch sehr gut essen, aber da muss man halt auch sehr viel bezahlen. Hier ist es immer noch teuer für eine touristische Stadt, aber dafür
kann man immer noch sehr, sehr gut essen und der Preis ist dafür angemessen. Cheers! Und ich bin ja immer so ein riesiger Steinpilz-Fan, beziehungsweise Pilz im Allgemeinen. Deswegen, wie gestern auch, gab es mal wieder Gnocchi mit frischen Steinpilzen. Mega. Hoffe ich. Da werden einige jetzt sicher mit mir nicht übereinstimmen, aber das beste Mango-Sorbet der Welt gibt es einfach in Ljubljana. Es ist so gut, es ist arschteuer, es ist 100% Mango, es ist nichts anderes drin, es ist absolut fantastisch. Noch nie irgendwo ein besseres gegessen. Ihr könnt mir ja mal irgendwie in die Kommentare schreiben, ob ihr denkt, dass ihr irgendwo was Besseres findet. Das hier nimmt jede Konkurrenz auf. Einen guten frühen Morgen. Ich versuche heute mal echt früh loszukommen, weil die Hitze schlagen will. Es ist echt heftig. War jetzt allerdings sehr früh, also wahrscheinlich muss ich zum Mittagsschlaf nochmal wiederkommen. Diesmal laufe ich nicht direkt zur Altstadt, sondern wähle frühmorgens im Schatten den Weg über den Tivoli Park. Das hier hinter mir, das ist das Schloss Tivoli. Das liegt auf so einer Anhöhe im gleichnamigen Park, der sich direkt an die Altstadt anschließt. Und das sieht man hier auch ganz schön. Ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann, aber hier geht es runter und dort kommt gleich das Wasser. Ich habe mir ein bisschen vorgenommen, heute ein bisschen durch die Stadt zu stromern, solange es halt jetzt noch nicht so brutal warm ist, auch wenn die Sonne schon echt Kraft hat. Ich will heute in einem der wahrscheinlich besondersten Restaurants hier essen, Goslina Jakob Frank. Das ist ein sehr, sehr schönes Restaurant, das sehr, sehr spezielles Schweinefleisch verarbeitet, slowenische Schweine. Und dann schauen wir uns noch einen meiner Lieblingsorte in Ljubljana an, der abgeschlossen, aber trotzdem noch erreichbar von dem ganzen Tourismus Kladderadatsch da liegt. Ist nicht weit weg, ist eine Oase der Ruhe und auch da lässt es sich dann sehr gut aushalten. Hier unten am Schloss übrigens sind noch so schöne Hundestatuen. Sehr, sehr detailreicher, getreuer Ausbildung. Hier sind zwei und hier sind nochmal zwei. Und es wird gesagt, dass der Künstler, der das gemacht hat, der wollte halt eine möglichst naturgetreue Darstellung. Man hat aber die Zungen vergessen. Und die Legende geht, dass als man ihn darauf hingewiesen hat, soll er Selbstmord begangen haben. Naja, für so ein paar Zungen, ob man das glauben will. Der Legende nach wurde Ljubljana vom griechischen Sagenhelden Jason gegründet, der auf der Flucht von König Aietes an der Quelle der Ljubljanica einen Drachen gefunden und erschlagen haben soll. Der Drache ist schon seit dem Mittelalter Wahrzeichen und Wappentier der Stadt. Ich nehme mir den Tag Zeit, die Stadt zu Fuß zu erkunden. Es ist Montag und der touristische Trubel hält sich noch in Grenzen. Um diese Zeit gehen vor allem die Einwohner ihren Geschäften nach. Um die Mittagszeit beschließe ich dann doch noch zur Burg hochzugehen. Der Weg rauf zur Burg ist ganz schön steil, bei der Hitze auch mega anstrengend. Aber ich will mir auch noch ein bisschen Hunger anlaufen. Heute Mittag soll es ja noch ein halbes Schwein oder ähnliches geben. Dafür braucht man natürlich auch einen ordentlichen Appetit. Trotzdem belohnt der Weg natürlich auch immer noch mit schönen Aussichten.
Die Ljubljaner Burg wird zum ersten Mal im 12. Jahrhundert erwähnt. Das meiste wurde allerdings erst ab dem 15. Jahrhundert errichtet. Sie bildet eine beliebte Touristenattraktion, beherbergt ein Museum und bietet vor allen Dingen viel Raum für Kulturveranstaltungen. Ich laufe einmal in und um die Burg, bevor ich mich auf der anderen Seite des Hügels wieder an den Abstieg mache. Wir sind hier wahrscheinlich an einem meiner der Lieblingsorte in Ljubljana. Wenn man der Ljubljanica aus der Innenstadt Richtung Süden folgt, dann kommt man irgendwann unweigerlich an die Gabelung. Der Fluss teilt sich so und schlängelt sich dann um die Innenstadt. Und hier an dieser südlichen Gabelung ist halt so ein schönes Café am Wasser. Vor allen Dingen, um den Touristenmassen zu entkommen, ist das hier echt eine totale Oase. Tschüss. Die schöne Gostina hier, die macht er hier ganz, ganz fantastisches Gerichte aus Schwein, aus einer ganz besonderen Sorte Schwein, ein slowenisches Schwein, das nur auf ganz spezielle Art gefüttert wird, vor allen Dingen viele Nüsse. Er ist so ein Überbleibsel aus den Nachwehen des Zweiten Weltkriegs oder des Zweiten Weltkriegs im Allgemeinen, als die einfach nichts anderes hatten, was sie den Schweinen füttern konnten. Und das ist wirklich ganz tolles Fleisch und der verarbeitet wirklich alles davon. Er hat hier auch eine eigene Farm irgendwo weiter außerhalb und man sitzt hier schon deutlich abgeschlagen von der Touristenwelt und ist hier wirklich echt toll schattig beschützt unter so einem Ding und hat hier einen wunderbaren Blick. Ich glaube, man sieht es hier gar nicht, aber da ist die Burg, kann hier so schön ganz fantastisch auf die Burg gucken. Und jetzt hat er mir, obwohl er zu hat, hier nur so ein paar Locals sitzen, doch noch einen Teller Suppe, eine slowenische Suppe und ein bisschen hausgemachte Wurst angeboten. Und dazu ein Glas vom Hauswein, also richtig, richtig gut, auch richtig lieb. Einfach super lieber Kerl. Ja. Dann hat er mir halt hier so einen Teller Suppe angeboten, den er wohl gerade da hatte mit der Wurst. Super lecker. Aber dann war er irgendwie jetzt in guter Laune. Auf jeden Fall hat er mir jetzt noch einen schönen kleinen Birnenschnaps aufs Haus gegeben. Slowenischen, sah sehr, sehr gut aus. Nach dem Essen erzählt mir der Wirt noch, dass er nicht nur nicht offen hatte, sondern das Restaurant auch gerade erst übernommen hat und die Eröffnung eigentlich erst nächste Woche ist. Mit vollem Bauch mache ich mich auf den Weg zurück ins Hotel. So, nach einem kleinen Mittagsschläfchen bin ich jetzt nochmal auf dem Weg in ein etwas alternatives Viertel, viel Graffiti und vielen Hostels und so. Ganz cool, viel Street Art. Und danach geht's nochmal in die Stadt für einen kleinen Abendsnack. Das Kulturzentrum Metelkova war mal eine Kaserne der österreichisch-ungarischen Armee. Die Gebäude wurden 1993 von einem Verein alternativer Künstler besetzt, um sie vor dem Abriss zu bewahren. Heute sind auf dem Gelände vor allen Dingen Clubs, Ateliers, Proben- und Veranstaltungsräume der alternativen Szene.
Ich strome ein wenig über das Gelände und finde direkt um die Ecke bei Das ist Walter ein Mega-Restaurant mit super Essen aus dem Balkan. Und wenn euch das gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video.